aber ich klatsche auch gerade für mich. Total unnötig auch. Es war erste Runde vom Rennen. Schon überhaupt unbefriedigend. Weil keine 2 Runden oder einfach nicht. Nee, ich wäre da gewesen. Reifen im Haus. Also ich komme um die langsam gar nicht mehr rum. Ja, wir sind wieder mal in Boricard bei noch schöneren, noch heißeren Bedingungen als vor 8 Wochen. Die erste Session hat sich nicht so besonders gut gemacht, weil wir, ich glaube, so 8 bis 10 Minuten später erst rausgelassen worden sind. Warum, weiß ich nicht. Irgendwas war rot die ganze Zeit. Und im Auto im Warmen zu sitzen und nicht zu fahren ist noch schlimmer als zu fahren. Weil es ist sehr warm und es passiert nichts. Und dann hatte ich die ganze Zeit rot im Dash, das heißt irgendein technisches Problem, es war dann das Öl. Wurde jetzt behoben, aber es lenkt halt massiv ab. Reifen sind eigentlich schon drüber, fahren sich auch höflich gesagt schlecht. Aber gut, müssen wir jetzt das Beste draus machen und jetzt geht's gleich weiter. Okay, hier im Hintergrund stehen zwar jede Menge Reifen, aber aktuell ist die Reifensituation im Motorsport wirklich schwer. Gerade zum Testen gibt es in der Regel aktuell keine neuen Reifen verfügbar, weil im Prinzip alles, was da ist an neuen Reifen für die Rennen benötigt werden, um jeden sozusagen auch mit neuen Reifen das Rennen auszustatten. Deswegen für uns die beiden Testtage nur auf Gebrauchten setzen. Morgen früh gibt es dann die Premiere von Markus mit frischen Reifen, mit richtig Peak und richtig Grip. Da sind wir mal gespannt, was er da für Zeiten zaubern kann. Einmal. Nein. Nee, aber ich klatsche auch gerade für mich. Beim vorletzten Training ist noch ein Ereignis passiert, was super ätzend war und auch ja, einfach total unnötig. Ich fahre aus der Box raus und bei, was fährt man, 60, 70 km/h beim Rausbeschleunigen klappt mir die Motorhaube vor die Scheibe, vors Gesicht sozusagen. Man hat einfach vergessen in der Box, leider die Mechaniker selbst verschuldet, die Schnellverschlüsse von der Motorhaube zuzumachen und da reicht ja ein bisschen Wind, wenn er unter die Motorhaube kommt, dass das Ding hochgeht. Somit war die ganze Session hinüber und wir konnten nicht fahren, weil die Motorhaube erstmal gerichtet werden musste. Ja, Samstag beginnt, zumindest ja an diesem Wochenende, ja, mit 2 Qualifyings. Einmal das Endurance Qualifyings, was im Endeffekt bei einem Langstreckenrennen, Endurance-Rennen, nicht ganz so entscheidend ist, die Startposition, weil man eben ein langes Rennen hat, wo man mit der Position gut machen kann, wenn man denn muss. Und eben das Sprint-Qualifying, wofür wir zumindest als Team Priorität drauf legen. Erster der Klasse! Gut. Danke. Top! Also es ging nach Turn 1 Bremsen links und dann ging Vollgas. Ja, Also ohne Lupfen, vielleicht ein Hauch, aber gefühlt Vollgas. gucken wir uns einmal da ein Video.
Ja, gerne. Gucken noch mal, wo. Da noch was zu holen ist. Also ich glaube immer noch, Triple rechts ist immer noch was zu holen. Turn 10 war jetzt besser. Die Qualifyings liefen sehr gut. Das ist immer sehr spannend. Man hat ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster abzuliefern. Man muss den Reifen in den Peak bekommen. Das ist mir ein Glück gut gelungen. Und immer wenn ich in die Box komme, dann sehe ich schon an Flo's Reaktionen, ob es gut war oder nicht so gut. Wenn es nicht so gut war, dann dauert es länger, bis er zur Tür kommt. Ja, dann weiß ich immer, okay, das ist schon... war nicht ganz so erfolgreich. Wenn er aber gleich die Tür aufmacht, wenn ich reinkomme, dann hat er mich auch noch geärgert, hat gesagt, ja, bist was? Vierter. Aber da waren 2 noch vor, die sowieso nicht in unserer Klasse mitfahren, also Zweiter in meiner Klasse. Das lief gut. War insgesamt also ein sehr, sehr gutes Qualifying in beiden. Trotzdem war es Endurance Qualifying super. Er hat den Champion aus dem Vorjahr wieder hinter sich lassen können und war somit Erster in seiner Klasse. Somit super Ergebnis für mich und auch im Sprint-Qualifying war es sehr emotional, weil Markus wirklich lange sogar Zweiter Gesamt war, Erster in seiner Klasse und wirklich erst ganz kurz vor Schluss, nachdem er im Prinzip schon auf dem Weg in die Box war und wir eigentlich alle uns schon sehr gefreut haben, ist doch noch am Ende jemand ein ganz kleines Ticken schneller gefahren und somit am Ende eben nur P4 Gesamt, also habe ich auch nicht gelogen. Und der zweite Platz in der Klasse gewesen, was aber trotzdem immer noch ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis war. Was soll ich machen? Ich bin verzweifelt. Das kotzt mich so an. Ich kann nicht weiterfahren. Ich krieg den Motor nicht an. Ja, super ärgerlich. Also wir haben jetzt die Daten sichern können vom Auto, Videomaterial, sowohl Kamera nach vorne wie auch nach hinten. War an einer ziemlich schnellen Stelle, total unnötig auch. Es war erste Runde vom Rennen. Der ist mit übertrieben viel Überschuss Markus ins Auto gefahren, hat ihn im Prinzip voll abgeschossen. Ist Gott sei Dank der Schaden relativ gering, weil der Winkel nicht so spitz war, aber ist einfach unnötig. Sechs Runden Floß auf P2 und setzt den auf P1 in unserer Klasse ordentlich unter Druck. Ist jetzt 0,3 Sekunden hinter ihm. Schafft er.
Alter, was ein Bein. Mega. Mega. Ich verlasse auf den Floh. Ja, ich auch nicht. Nein. Und Sieger der Klasse 10 mit weniger als eine halbe Sekunde Vorsprung, sensationelles Rennen, Markus Lietzau, Hermann Strauß. Florian Strauß, sorry. Okay, also Situation hat sich schon wieder verändert, deswegen weiß ich gar nicht, was los ist.